Ja, Chantal, gib uns doch einen Einblick in die Manipulationstechniken, die angewendet werden in den Kulten und die eben viele Betroffene auch berichten und die ihr Leben so massiv beeinflussen. Wir haben ja schon darüber gesprochen, dass es ja darum geht, dass sie die Opfer in eine Abhängigkeit bringen wollen. Und eine Folge von ganz, ganz schweren Traumata ist unter anderem die dissoziative Identitätsstörung, ganz kurz DIS. Oder eine partielle DIS oder wie auch immer. Ich bin ja keine Psychiaterin, aber einfach, dass da einfach die Persönlichkeit, die man hat, dass die ganz, ganz, ganz tief gespalten wird, in ganz verschiedene Teile gespalten wird, durch eben all diese Traumas, die man erlebt und durch diese Missbrauch, durch diese Folter, durch diese grausamen Sachen, die man da erleben muss. Und diese Störung, diese Spaltung der Persönlichkeit, diese Dis, die wird eben gezielt herbeigeführt. Warum machen sie das? Weil dann, man muss sich das vorstellen, dass da so ein Part entsteht von der Persönlichkeit und wenn der neu entsteht, also der entsteht zum Beispiel, wenn man eben ganz etwas Grausames erlebt und man das eigentlich überhaupt nicht tragen kann, weil es ist so wahnsinnig grausam und es ist so mit viel Schmerzen verbunden, dann entsteht in diesem Moment einen anderen Anteil, der dann halt diesen Schmerz und diese Folter übernimmt oder hilft mitzutragen. Und das ist, man kann das ein wenig vergleichen, es ist wie in diesem Moment ein neuen Menschen geboren wird. Und dieser Mensch, der ist leer, also der kennt nichts von der Welt. Der ist wie so eine neue Schablone, wie ein weißes Blatt, unbeschriebenes weißes Blatt. Und dieses weiße Blatt kann man ja jetzt beschreiben. Und da kann man eigentlich draufschreiben, was man will. Und weil dieses weiße Blatt ja gar nichts kennt, da kann ein Täter dann halt eben seine Ideologie, seine Werte, seine Sachen da draufschreiben und diesen Persönlichkeitsanteil so formen, wie er es will. Und da es in einer also in einer Gewaltsituation ja passiert ist, diese Abspaltung, ist auch eine Membrane der Amnesie dazwischen, also so wie eine Mauer. Also Amnesie heißt ja eigentlich, dass man sich dann überhaupt an nichts mehr erinnert. Also es ist einfach diese Mauer dazwischen, zwischen dem, was man im Alltag erlebt und zwischen dem, was man an Grausamkeiten erlebt. Und das wird dann auch in einem anderen Teil vom Gedächtnis abgespeichert. Und diese Teile, die formen sie dann. Und wie wird das geformt? Diese Anteile werden geformt durch Konditionierung und durch Triggersätzen. Und das kommen wir auch darauf zu sprechen. Und vielleicht kann ich auch mal sagen, so ein Beispiel nennen, so von einer Konditionierung zum Beispiel, dass man sich das ein wenig vorstellen kann. Das Ziel von einem Täter ist, einen kleinen Jungen, der vielleicht 3 Jahre alt ist, dazu zu bringen, dass er, wenn er 4 Jahre alt ist, eine Katze umbringt. Und dann wird diesem Jungen, also da reden wir eben von einem Anteil, der nichts weiß von dem Alltagseinteil, also der Junge, der lebt sein Leben, alles, der geht vielleicht in den Kindergarten und so, aber weil er schon ganz schlimme Dinge erlebt hat, hat er schon Persönlichkeitsanteile gebildet und dieser Anteil wird dann konditioniert. Und dieser Anteil, dem wird zum Beispiel gesagt, naja, male mal deine Katze auf. Also der hat eine Katze in der Familie und male mal deine Katze auf.
Und dann malt er diese Katze auf, gibt sich total Mühe und so. Und später wird ihm gesagt, du, jetzt nimmst du eine Schere und du schneidest dieser Katze die Augen aus. Und dieser Junge will das nicht, weil das Bild ist total schön gemalt und es ist ja seine Katze, es hat ein Gefühl dazu und das Kind will das nicht. Und dann wird es gestraft. Massiv, massiv bestraft. Und dann wird ihm nochmal gesagt, so, und jetzt nimmst du die Schere und schneidest diese Augen aus. Und das Kind wird folgen, weil das Kind wird alles tun, versuchen zu tun, damit es möglichst wenig Schmerzen erleiden muss. Und dann macht es das. Und dann hat es vielleicht in seinem Zimmer ein Plüschtier, auch eine Katze. Und dann wird das Gleiche mit diesem Plüschtier angewendet. Es darf es haben zum Streicheln, in der Nacht lieb sein, irgendwie kuscheln. Und dann wird ihm befohlen, die Augen wegzureißen. So Knopfaugen an dem Plüschtier wegzureißen. Und wenn sich das Kind wieder weigert, was es wahrscheinlich auch tun wird, dann wird es wieder massiv gestraft, massiv gefoltert oder missbraucht oder so. Und dann wird es dann auch gefragt, willst du dieser Katze die Augen ausreißen? Und es wird irgendwann dazu kommen, dass das Kind Ja sagt, weil es dann denkt, ja, wenn ich Ja sage, dann hören diese Schmerzen auf. Und es ist auch möglich, dass dann in diesem Moment die Schmerzen aufhören. Aber dann muss es auch tun. Es sagt Ja und dann muss es diesem Plüschtier die Augen ausreißen. Und dann geht es natürlich einen Schritt weiter. Und dann kommt vielleicht die Nachbarskatze dran, auch mit dieser Methode. Und schlussendlich die eigene Hauskatze kommt dran. Und das Kind ist dann in diesem Moment ja schon so oft konditioniert worden, dass wenn es Nein sagt, dann gibt es massiv Strafe, dann gibt es massive Schmerzen. Das weiß das Kind bereits und wird dann schlussendlich das auch tun, damit eben diese Schmerzen nicht da sind. Und so wird ein Kind konditioniert und so kann es sein, dass tatsächlich ein 4-jähriges Kind eine Katze tötet, zum Beispiel, weil die Täter das so entschieden haben. Nicht, weil das Kind irgendwie böse ist oder dämonisch besessen oder was man da manchmal für Theorien hat, sondern weil die Täter das so konditioniert haben. Weil es einfach den Schmerz vermeiden will, so wie wir es eben vom Pavlovschen Hund erkennen, dass man eben Schmerz, durch den Schmerz sich eben oder durch so massive Schmerzen sich eben massiv beeinflussen will. Ja, genau. Das ist ein super Beispiel, dieser, wie heißt er, Pavlovsche Hund. Genau, ja, das ist ja ein russischer Arzt gewesen oder Psychologe. Der hat uns das Prinzip vom Triggersetzen eigentlich erklärt, weil um diese Konditionierung, wo ich vorher erzählt habe, diese Persönlichkeitsanteile, das muss man sich ein wenig vorstellen, die werden da so wie in ein Haus eingesperrt. Und die dürfen ja dann nicht reden. Und wenn ein Mensch in ein Haus eingesperrt wird, dann hat es auch einen Schlüssel und dieser Schlüssel hat der Täter. Er kann da aufschließen und dann wieder diesem Kind zum Beispiel befehlen, wieder eine Katze zu töten. Aber dieser Schlüssel kann man eigentlich vergleichen mit einem Trigger. Und diese Trigger müssen gesetzt werden. Und dieses Beispiel ist total gut von diesem Hund, wo er dann bemerkt hat, dass man ja Dinge eigentlich assoziieren kann, wo überhaupt keinen Zusammenhang haben. Und so hat er ja dann herausgefunden, dass wenn er diesem Hund das Essen oder das Fressen hingegeben hat, logischerweise hat dann der Hund ja einen Speichelfluss entwickelt und dann hat er das Fressen gefressen und dann mit der Zeit hat er aber ausprobiert, wie es ist, wenn ich zum Beispiel eine Glocke noch dazu nehme. Also dann hat er dem Hund, glaube ich, das Fressen so hingegeben und dazu eine Glocke geläutet. Und der Hund hat dann mit der Zeit diese Assimilation gemacht von Futter und Glocke. Das gehört zusammen. Also Futter
bekommen das und Glocke, das gehört zusammen und dann als Reaktion darauf entwickle ich einen Speichel. Und die Belohnung war ja dann, dass er das Futter bekommen hat. Jetzt ging das aber so weit, diese Konditionierung, dass ja dann am Schluss eigentlich nur noch die Glocke gereicht hat und ohne Futter und dieser Hund hat Speichelfluss entwickelt. Und was hat Speichelfluss mit Glocke und Futter zu tun? Oder Glocke mit Futter oder so weiter? Überhaupt nichts. Aber das ist so ein gutes Beispiel, wie eigentlich dieser Hund trainiert wurde, auf diese Glocke auch mit Speichelfluss zu reagieren, obwohl es seinem Natürlichen ja nicht entsprach. So werden die Menschen auch dazu trainiert. Genauso werden auch Trigger gesetzt. So, aber natürlich nicht so liebevoll wahrscheinlich, wie der mit seinem Hund umgegangen ist, sondern es wird dieser Trigger zu dieser Schablone, zu diesem weißen Blatt, wo ich vorher beschrieben habe, der wird in einer Form gesetzt. So ähnlich wie bei einem Hund. Das klingt ja sehr nach Arbeit und sehr nach konsequenten und überwachten Tun und Agieren. Ja. Geschieht dann regelmäßig oder wie ist das? Oder? Das ist was Regelmäßiges, das ist dann das Training. Und dieses Training ist ja auch total verborgen vor den Augen von der Öffentlichkeit. Also das Perfide an diesem System ist eigentlich, dass sie natürliche Mechanismen, die wir Menschen ja alle haben, wo wir auf irgendetwas reagieren, auf irgendein Geräusch oder so. Also ich denke zum Beispiel ich war ja früher, habe ich als Pflegefachfrau gearbeitet und da hatten wir Patienten, die nach einer Operation Mühe gehabt hatten, um Wasser zu lösen. Und dann haben wir den Wasserhahn ein wenig angedreht und so ein paar Tropfen, das kennen ganz viele. Und das löst dann den Drang aus, Wasser zu lösen. Und das ist einfach ein normaler Reflex. Und man kann eigentlich sagen, der Trigger ist diese Wassertropfen. Das löst dann ein Bedürfnis aus oder ein Gefühl aus. Und schlussendlich löst es eigentlich dann das Handeln aus oder die Reaktion eigentlich aus. Und das, was natürlich ist, das nehmen Sie und missbrauchen Sie. Und so setzen Sie Ihre Trigger, damit es dann die Gefühle auslöst, was Sie dann wollen und auch das Handeln oder die Reaktion auslöst, wie Sie das wollen. Und das ist in ganz harten Trainings auch wieder mit diesen Foltermethoden wird das dann offen antrainiert. Ja. Also Schmerz, Konstanz, Härte. Ja. Und natürlich auch Intelligenz, oder? Es ist sehr viel durchdachtes Vorgehen. Es ist extrem durchdacht. Es ist extrem. Und man ist als Opfer komplett abhängig von diesen Menschen, weil was sie auch anwenden, ist natürlich, dass sie Täter sind, aber gleichzeitig sind sie ja dann auch Retter. Also so kann es sein, zum Beispiel ein Kind hat die Elternteile, die Täter sind, und der Papa kommt in der Nacht und missbraucht das Kind und misshandelt das Kind. Und nach 2 Stunden oder so kommt die Mama in das Zimmer rein und sagt, so, jetzt ist Stopp, es reicht. Dann ist die Mama die rettende Person. Und dann, die Nacht darauf, ist es aber dann umgekehrt. Dann ist die Mama, die reinkommt und das Kind misshandelt. Und nach 2 Stunden kommt der Papa rein und sagt, na, fertig. Und dann ist der Papa der Rettende. Und das verschafft ja so eine totale Verwirrung, oder? Aber das schafft ja auch eine Abhängigkeit bei einem Kind, weil das Kind braucht ja die Rettung. Das braucht es ja, gerettet zu werden. Und
Und diese Verwirrtheit schafft diese Abhängigkeit und man ist dann einfach von den Tätern abhängig. Was hat man dann überhaupt für eine andere Chance? Aber dieses Muster oder diese Verwirrtheit lernt man ja dann auch. Und so ist es dann auch im Außenleben, dass man dieses Muster dann auch weiterlebt. Und das ist jetzt nicht nur bei ritueller Gewalt, sondern das ist auch bei Missbrauch oder einfach andere Methoden, die man erlebt hat als Kind, dass man das dann weiterlebt im alltäglichen Leben, wenn man das nicht geschafft hat, aufzuarbeiten. Und man muss ja vor allen Dingen wissen, dass es ein Kind ist, Ja. ein kleines Kind. Der hat nicht den Überblick und hat nicht die Schlauheit oder die Klugheit, um das irgendwie zu unterscheiden, sondern ein Kind ist halt auf Vertrauen und auf Wohlwollen irgendwie angewiesen und wird das einfach nicht, den kann man einfach hinters Licht führen. Genau, aber die Täter, die haben die Intelligenz und die wissen, was sie machen und die durchschauen das. Ja. Vielleicht magst du auch noch ein bisschen was sagen, weil das kommt ja immer wieder vor mit diesen Farben. Ich finde das eigentlich ganz interessant und wichtig. Nur damit man auch so ein Verständnis hat, warum jetzt dein Buch zum Beispiel lila ist. Und für dich hatte das eine besondere Bedeutung. Und bei dir war ja die Farbprogrammierung sehr stark. Klär uns doch mal ein bisschen, wie das da war und was das auslöst. Ja, also wir können eigentlich gerade das Beispiel nehmen von der Farbe Violett oder so dunkellila, so wie mein Buch eigentlich auch ist. Das war für mich die Programmierfarbe vom Schweigen. Mit dieser Farbe, das war eigentlich ein Trigger, so wie ich vorher erklärt habe. Das war eigentlich der Trigger dazu. Und zu diesem Schweigen habe ich da auch ganz viele Rituale erlebt, eben Schweigerituale. Und das ging dann bis eben in Nahtoderfahrungen rein, also dass ich dann ganz nah an den Tod gebracht wurde und das zum Beispiel in einem auch violetten Raum oder also das hat es dann noch verstärkt oder dass dieser Trigger Violett vorher eigentlich gesetzt wurde, bevor dann dieses Schweigeritual stattfand. Und so habe ich diese Assimilation dann mit der Zeit, mit dem Training, weil es wurde immer wieder wiederholt gemacht, dass Farbe mit Schweigen zu tun hat. Und ich wurde ja dann wieder zum Beispiel, wenn ich jetzt, also ich habe das auch erlebt, dass ich da in ein Grab hineingelegt wurde und auch lebendig vergraben wurde. Und ich wurde ja dann aber wieder gerettet, weil sonst würde ich ja heute nicht da sitzen. Und so habe ich aber mit der Zeit gelernt, das war dann mein Training, dass wenn ich, oder ich hoffte, ich wusste es ja nie, aber das war dann das, was ich erlebt habe, dass wenn ich auf Violett mit Schweigen reagiere, dann egal was passiert, ich überlebe. Aber ich habe zu schweigen, weil wenn ich nicht schweige, dann überlebe ich nicht. Und das ist dann in Trainings immer und immer und immer und immer und immer wieder geübt worden und immer wieder repetiert worden. Und da gab es dann auch wieder so Methoden, wo sie dann auch geprüft haben, ob diese Farbprogrammierung immer noch sitzt. Und dann haben sie mich, aber das erleben andere Opfer auch so, fragen sie zum Beispiel das Kind, was zum Beispiel, wir waren in einem violetten Raum und da sind die ganz schlimmen Dinge passiert und so. Dann haben sie gefragt, ja, was hast du gesehen? Und ein Kind antwortet normalerweise, weil wir möchten eigentlich antworten. Und dann habe ich geantwortet, naja, das und das. Und dann wurde ich wieder gestraft. Und wenn ich dann aber gesagt habe, nichts, dann, dann hörte dann eben der Schmerz dann auf. Und so habe ich einfach mit der Jahre das eigentlich gelernt. Das habe ich zusammen assimiliert, obwohl es eigentlich, Violett hat nichts mit Schweigen zu tun. Sind wir ehrlich, also was soll das? Aber es hatte für mich hat es mit Schweigen zu tun. Und wo ich dann eben auch dieses Programm erfolgreich abgeschlossen hatte, so das war das Basisprogramm, weil zuerst wird man dazu konditioniert, dass man schweigt, egal was passiert.
Und auf diesem Programm wird danach aufgebaut. Da wurde ich auch belohnt. Und da bekam ich, in meinem Fall war es so eine Kette mit so diesem Stein, mit dem Amethyst, dieser violette Stein. Und das war dann auch meine Belohnung. Und am Anfang von diesem Programm, von dem violetten Programm, wurde ich ja auch gefragt, ja, willst du denn eine so schöne Kette haben und so? Und das wollte ich natürlich, logisch will ich was Schönes haben. Und dann musste ich danach dieses Programm vom violetten Programm durchlaufen, bis ich dann eigentlich meine Belohnung bekommen hatte. Kannst du nur sagen, wie lang oder in welchem Alter und wie lange das gedauert hat? Also die ersten Erinnerungen an Missbrauch und rituelle Gewalt, da muss ich ungefähr plus minus ein halbes Jahr, weiß ich nicht ganz genau, 2,5 gewesen sein. Weiß ich nicht ganz genau. Also, da hat es angefangen. Mit diesen Farben hat es da angefangen, ja, weil ich hatte diese Kette dann kurz danach ja auch bekommen. Also das waren so dann 3 kleine Herzen so in einer Kette und ja. Und ist die Farbe dir dann immer wieder begegnet im Laufe deiner Kindheit auch und Jugendalter? Ja, das war dann eben so ein Schlüssel von den Tätern. Und diese Schlüssel hatten nur sie. Nur sie wussten, wie ich reagiere auf diesen Trigger, auf diese Farbe. Und das war dann auch immer platziert in meiner Umgebung, zum Beispiel eben mit den Steinen. Das hatten wir dann in der Wohnung. Mit Erinnerung. Ja, genau. Und weil das war ja eigentlich in meinem Unterbewusstsein. Ich war ja dann, weil es ja Trauma war das dann bei mir abgespalten. Aber trotzdem, ich war dann immer umgeben von dieser Farbe. Auch noch andere Farben. Also das hat dann so dieses ineinander aufgebaut. Und so wurde eigentlich dann meine Umgebung gestaltet. Ja, ich sagte einfach immer, meine Kulisse wurde gebaut, meine Kulisse für mein Leben, sei es mit den Menschen um mich herum, aber eben auch mit diesem Trigger und in meinem Fall gewisse Farben. Umso großartiger, jetzt dein Buch in dieser Farbe zu sehen. Gibt es dir nicht manchmal noch einen Stich oder irgendwie, wenn du es dann siehst? Oder? Also, wenn ich die Farbe bewusst wahrnehme, dann freue ich mich heute darüber, dass ich in der Lage bin, darüber zu sprechen. Das freue ich mich. Aber ich mag die Farbe nicht. Nein. Okay, ja. Aber ein großer Sieg. Ja.